So, hallo und guten Morgen zusammen. Wir starten heute mit dem ersten Live-Call von unserer Upcycling-Woche. Wir haben ganz tolle Live-Calls geplant, 3 Stück an der Zahl. Und heute ist es wirklich spannend. Die liebe Ute von j.de ist bei uns. Ich lade sie gerade mal ein und hoffe, dass sie dazu kommt. Da müsste sie sein. Hallo zusammen an alle, die da sind. Freut mich, dass schon ein paar schauen. Jetzt warten wir gerade noch, dass die Ute annimmt. Die Ute hatte mich einen ganz spannenden Lebenslauf. Sie ist eine Ausbildung als im Modedesign, hat mit der ganz klassischen Damenoberbekleidung angefangen, ist dann weiter nach Paris, um ihre eigene Kollektion zu machen. Letztendlich hat sie dann Babytragen entworfen, wofür sie auch einen Design Award gekriegt hat. Und ist jetzt beim Upcycling gelandet und hat einen ganz tollen Shop mit ganz tollen Upcycling-Jeans-Projekten vor allen Dingen. Und ich warte, dass sie uns darüber dann gleich erzählt. So, jetzt müssen wir noch die Technik zum Laufen kriegen. Sehr schön. Hallo zusammen. Wir versuchen gerade die Ute dazu zu nehmen. Ich gehe dauernd auf Live gehen. Aber es will irgendwie nicht so genau. Schauen wir noch mal. Jetzt. Hi! Hi. Hat funktioniert. Hat funktioniert, genau, ich bin unten. Sehr Guten schön. Ich bin Morgen, leider auch hallo. mit den Live-Calls noch gar nicht so wirklich versiert. Ich übe noch am lebenden Objekt. Ich habe schon gerade eine ganz kleine Einführung zu dir Ja, ich habe es gegeben. gehört. Ganz spannender Lebenslauf von dir. Magst du mal erzählen, wie du so herkommst, wo du so herkommst? Ja, ich bin die meiste Zeit in Norddeutschland aufgewachsen, Mhm. habe dann in Bremen Modedesign studiert, habe dann in Düsseldorf noch Schnittdirektricenausbildung gemacht, weil mein Studium war sehr künstlerisch und ja, Mhm. das war nichts für die Praxis. Ich habe auch keine Schneiderlehre oder sowas vorher gemacht, ein paar Praktika, so bei Schneiderinnen und im Theater und so. Also ja, genau. Ja. Genau, das und dann ja, habe ich festangestellt im Ruhrgebiet gearbeitet. Da gab es halt Mhm. sehr viele Modefirmen. Ja. Und ja, mein Mann ging nach Paris, also ich mit, ist ja klar. Und ja, ähm, sehr viele verschiedene Sachen gemacht, habe dann aber relativ schnell freiberuflich gearbeitet und das war auch Mhm. super. Ja, bin Mama von 3 Kids, die natürlich jetzt schon super groß sind, die brauchen Ja. mich nicht mehr. Und war aber immer ja so gut zu handeln. Dann, ich konnte dann arbeiten, Ja. wann ich Zeit hatte und ja, genau so. Ähm, Spannend. Ja. Und dann kam ein Baby tragen. Das ist also ja, super spannendes Thema. Design Awards habe ich gelesen. Ja, Äh, also das, was das Spannende an der Arbeit wirklich war, dass es wirklich um Funktionen ging, ja, das Baby muss sicher gehalten werden, also man muss die Norm einhalten und sowas irgendwie. Ja, das habe ich 15 Jahre gemacht und mhm. ja, witzigerweise, die Firma kommt wirklich aus Marburg, aus Mittelhessen, wo ich hingezogen bin, weil Ja, wir sind für meinen Mann immer mal ein bisschen umgezogen, genau. sehr cool. Und ja, dann ging es auch darum, die Produktion in Laufen zu Mhm. kriegen. Und da hat natürlich so diese ganzen verschiedenen Stationen, die ich vorher hatte, sehr geholfen und auch so eine Schnittdirektrisen-Zusatzausbildung Mhm. noch. Ne? Genau. Aber es war Ja. immer, aber auch das Studium, weil es immer super experimentell war. Ne? Aha. Weil Babys wachsen unglaublich schnell. Da mussten wir uns was einfallen lassen, dass sie Ja. auch, ne, so, und da ist auch eine Idee von mir patentiert worden und so. Und sowas macht dann halt einfach unheimlich Spaß, wenn man Wow. experimentieren darf. Mega cool. Das heißt, Ja, Nähen, Schneidern ist im Grunde dein kompletter Lebenslauf dann ja auch ja, durch. ja, genau. Und also zwischenzeitlich habe ich sehr mit dem Modedesign-Studium gehadert Mhm. und hätte vielleicht im Mhm. Nachhinein doch lieber Produktdesign studiert. Aber das habe ich 15 Jahre gemacht, also alles ist gut. Ja.
Super Genau. spannend, Und super das, spannend. und Ja. das macht mir auch wirklich Spaß jetzt. Also natürlich dauert es dann so ein bisschen länger, bis man so für andere was macht, Mhm. dann so das eigene findet. Ja. Ne? So, da ging es auch dann um Materialsuche. Wir Mhm. haben zum Beispiel bei der Babytrage, das war eine Kombination aus Baumwolle und Mhm. Hanfstoff. Das ist halt auch ein super nachhaltiger, super spannender Stoff. Da habe ich auch mit experimentiert, weil ich hatte selber große Probleme in den Wechseljahren, aber meine Hanflaken haben mir geholfen. Ich war nicht mehr Sehr gut. nass, nass. Also so macht man irgendwie super, super viel, ne? Ja. Bis man dann irgendwo ein Thema hat, ja, Wo wo man man sich drin dabei bleibt. festbeißt. Ja, das ist so. Ich sage auch einmal ganz kurz Hallo an alle, die jetzt schon dabei sind. Ganz Ja, schön zu hallo von sehen, dass mir. schon einige da sind. Wenn ihr Fragen an Ute habt, dann dürft ihr die jederzeit fragen. Wir gehen dann nachher auch nochmal durch. Und so viel darf ich Ja, verraten. Ute hat euch auch ein ganz schönes Gewinnspiel mitgebracht, was wir dann auch ja, gerne später noch mal mein, ansprechen. mein neuestes Baby, genau. Ganz genau, ganz genau. Du sagst neuestes Baby, Babytragen zu einem ganz, ganz schönen Shop und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ist eine ganz, ganz schöne Webseite, die Danke du da dir. hast. Wirklich schön. Und ich bin damals an dich gestoßen oder so auf dich gestoßen auf Instagram. Da kam gerade ich glaube, diese Schildkröte raus. Und die Mary. fand ich ja so mega. Mary. Ah, da ist er. Ich habe sie hingestellt, genau. Ja, sehr cool. Also wirklich cool und mal was ganz anderes und super spannend. Und danach hast du dann ja auch diese Bauchtasche gemacht mit dem Regenbogen drauf. Die fand ich auch, also wirklich schön, richtig, richtig Danke dir, schön danke dir. geworden. Ja, Und das ist immer auch so ein Ding von Problem. Ne? Ich suche immer meinen Einkaufszettel und da musste eine Außentasche her, ja, dass ich immer einen Platz habe, wo ich den finde. Also so ist das. ja, ne? Aber so kommen dann ja auch Ja, die kreative Maya sagt, Ute macht die besten Upcycling-Modelle, die oh. ich kenne. Danke. Und Samsung Gelb sagt gerade, gestern gerade bestellt. Also sehr gut. Ja, Also wirklich schöne Sachen. Wie kam es denn dann jetzt zu Babytragen, zu Design Awards? Ich muss es nochmal sagen, weil ich so beeindruckt bin davon. so, Und zu wir, deinem eigenen Shop und zu ja wirklich dieser Upcycling-Idee, zu sagen, ich nehme ja, jetzt nur noch Jeans oder ich mache jetzt nur noch Upcycling-Produkte. genau. Also ich habe so ein bisschen in der Corona-Zeit gestartet und das erste Modell, was ich gemacht habe, Mhm. auf Etsy gibt es das auch noch. Das sind 5 Bärchen, ne, die sich alle umarmen. So, die Mhm. ganze, da war irgendwie so, ich habe dann am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, du kennst dich sehr gut aus mit kindersicheren Nähen und Verarbeiten. Mhm. Mhm. Ne? So, das waren meine ersten Ja, Sachen. ja, ja. Dann habe ich nach nachhaltigen Materialien gesucht, also in dem Bereich mit den Greiflingen und so für Babys, da gibt es schon so viele tolle Sachen. Ja. Das, ja, da war irgendwie ja, ich habe dann auch entworfen und genäht und gemacht. So, Mhm. man muss ein bisschen sich reinfuchsen. Dann habe Mhm. ich ja zwischendurch habe ich mir einen Laser gekauft und habe Mhm. aus SnapHab ein Label erstmal verkauft, habe Ah, so ein spannend. bisschen auf Etsy das Verkaufen gelernt, weil man muss ja Ja, alles lernen. Ne? Also das ist wie mit dem so. neuen Shop, der ist gerade erst neu und das muss man irgendwie, und macht es ja auch spannend. Ne? Das ist man, ne? Du hast ja auch jetzt gerade gezeigt, was man alles machen muss, um seinen Ein-Mann-Shop zu betreiben Ja, und sichtbar zu werden und so. Das ist ja auch ein Nebenjob, ne? Also wenn ich nur nähen könnte, wäre cool, aber ich muss auch Beschreibung machen und ich muss, ja, ja, genau, ne? Und so habe ich so ein bisschen angefangen. Und da ist zum Beispiel auch bei mir im Shop eine Tasche, da habe ich jetzt dieses Snap-Pad kombiniert mit Jeans. Da kann man so ja. Falten reinbügeln, dass es so ein bisschen eine andere Optik gibt, ne? Ah, spannend, ja. So, also so entstehen dann auch, wenn man mit was gearbeitet hat oder eine von denen, man kann die Tasche genauso gut aus einem Uni-Baumwollstoff machen. Überhaupt kein Problem. Und ich habe einen Mhm. Hanfstoff genommen, den ich noch da hatte. So, ja, also mein Materiallager ist eh zu voll. Wem geht das nicht so? Ja, genau. Genau. Also, ja, Und und dann
Und den habe ich hier hingestellt. Und dann habe ich angefangen mit dem Pinguin. Das ist ein Handyhalter. Ich kann das Handy da ja jetzt Ja, leider das ist nicht sehr cool. draufstellen. Und das ist so ein bisschen auch Ja. eine Geschichte von mir. Also, meine Oma Mhm. hat mir das Nähen beigebracht. Die war Sehr schön. Fahnnäherin in Norddeutschland, also in Flensburg, ne? Spannend. So, Ja. deren Vater war Schneidermeister. Aha. Mein Vater war Bildhauer. Und und er hat sehr schöne Figuren gemacht, ganz Wow. schlichte. Ich Mhm. habe mir als Kind mal so einen Pinguin gewünscht. Natürlich habe ich die nicht bekommen. Das war kein Spielzeug, ne? So, Okay. das war Ja. Kunst, ja. Ja. So, und dann habe ich mir diesen Pinguin genäht und dann habe ich gemerkt, Mensch, ja, den machst du mal. Und dann mit schwarzer Jeans angefangen Mhm. und ja, dann bin ich irgendwie so, ja. Und das Problem ist ja auch, ich, mh, wenn ich anfange zu zeichnen und so, dann, also ich habe 1 Milliarde Ideen, aber nicht nur, alle leider nur 24 Stunden am Tag. Ne? Genau. Und diesen Pinguin habe ich an 3 Stellen in meiner Wohnung, weil ich finde jetzt auch mein Handy immer wieder. Ne? Ja. Ich habe ihn, ne, der könnte immer dahin und ich kann dann auch jetzt, wenn meine Mama mir schreibt, dann sehe ich das sofort und so. Also Schön. Ja. genau. Also ich liebe das. Das ist nicht bei allen Sachen, aber wenn es praktisch schon irgendwas Neues dabei ist Mhm. und das, was ich beim Upcycling wirklich gemerkt habe, was mich so fasziniert, dieses Mhm. ist halt nicht einfach nur, also jede Jeans ist anders. Mhm. A. Es gibt unheimlich viele verschiedene Blautöne. Dieses Blau passt zu Mhm. allen Ja. Farben. Das finde ich mega cool. Ja. Und, ähm, und ich lerne, obwohl ich das schon ein bisschen mache, immer noch was dazu. Mhm. Ne? Ja. Das finde ich immer noch so, ja. Ich, vielleicht langweilt mich das in 5 Jahren und ich mache was Neues. Aber im Moment ist es immer noch. Und ich habe jetzt auch, weiß nicht, ob man das sieht, ich versuche jetzt auch Kleidung zu variieren mit Jeans Ah, gerne. Upcycling. Ja. Ah, So, mega. das mache ich jetzt Ja. erstmal für mich so irgendwie. Mhm. Das ist eine super alte Bluse, ne, die war mir jetzt zu langweilig. Und das oben, das ist abgetrennt unter der Tasche, der hinteren Tasche, so der Kragen und dann sind die Arme dazu gekommen. Ja, genau, die sind ein Wow. bisschen umgefolgt. Hier oben, das ist ein Jeansknopf. Also einfach so, ja, irgendwie aus Sachen, die ich denke, so, okay, hast du 30 Jahre nicht angehabt, was machen wir jetzt damit? Ja. Dann nehme ich jetzt Jeans. Mega, mega cool. Also auch tatsächlich dieses Kleider-Upcycling, da haben wir auch noch einen Live-Call zu. Aber Ah, ist ja auch wirklich cool. eine ganz, Hm. ganz spannende Sache, auch wirklich sich mal umzuschauen, was haben wir eigentlich alles rechts und links und wie können wir das Ja, nutzen, halt nicht nur um Taschen, sondern auch wirklich um neue Mode zu erstellen. ja, Weil Stoff gibt's genug, ne? Und der Stoff ist so teuer heutzutage auch. ja, äh, Ähm, ja, sich da was genau. zu nähen ist im Grunde schon wirklich Luxus und da nochmal ranzugehen und wirklich so die Geschichte aufzugreifen, finde ich total schön. Oben den Kragen und auch hier die Arme, die geriffelten, sieht super toll aus. Ist ja auch inzwischen wirklich was, was vielleicht auch nicht mehr uncool ist, in Anführungsstrichen. Also dieses Recyceln ist ja oder wird ja immer mehr auch wirklich Ja, zum Thema, einfach weil es muss aus irgendeinem Grund, ne? Weil wir einfach merken, wir können nicht so weitermachen. Und von daher ist das eine ganz, ganz tolle Sache, da vielleicht auch Leute hinzuführen. Also wenn du da irgendwann mal deine Shirts und deine Oberbekleidung rausbringst, deine Kollektion, bin ich definitiv dabei. ja, sehr cool. Das heißt, du bist so ein bisschen auf dieses Upcycling umgesprungen. Wie kam es denn dazu, dass du dann deinen eigenen Shop und ich hatte gesehen, jemand hatte gefragt, j.de ist der Mhm. Shopname von der Ute. Genau, Wie kam es denn, ausgeschrieben, genau. genau, wie kam es denn dazu, dass du so gesagt hast, so jetzt mache ich meine Schnittmuster, jetzt verkaufe ich die? Du hast auf Etsy angefangen mit Labels, hast du gesagt, aber Schnittmuster Mhm. ist ja doch nochmal irgendwie was anderes, ne? So die Anleitungen, das Ganze drumherum, das zu entwerfen, ist vielleicht dann doch nochmal einen Schritt weiter. Das stimmt. Da ich jetzt in Firmen auch so für Produktionssachen solche Sachen schon so Abläufe geschrieben habe, Mhm. ne? Und ich ja auch Ja, Schnittdirektrice gelernt habe und ich habe halt ja. auch, habe ich
ja, habe ich mir das definitiv zugetraut, das zu machen. Das ist Ja. natürlich bei meinen Schnittmustern immer ein bisschen so, ich muss ein bisschen mehr ausholen, als wenn man einen Stoff kauft, weil ne, ich will ja alle mitnehmen, egal was Mhm. für eine Jeans sie da liegen haben. Ne? Ja. So ein Hosenbund, es gibt sehr, sehr viele Arten, wie der zugeschnitten sein kann. Mhm. Und auch jetzt, du hatte das angesprochen von der Tasche. Ne? Ich will ja auch, dass die Leute sich jetzt nicht teure Accessoires kaufen müssen, sondern man kann das einfach mit dem Jeansknopf machen. Und wenn man noch Mhm. eine Schnalle hat, dann kann man die in das Knopfloch einhaken. Und Ja. einfach so, dass man jedes, Ja. was man zu Hause hat, nutzen kann. Deswegen ist bei meinen Anleitungen halt auch immer einfach ein bisschen mehr als nur, du musst dir jetzt das und das Mhm. kaufen, Ja. sondern ne, du kannst das nutzen und das und das und so sieht das aus. Das stört manche, ne, weil es Ja. dann einfach, man muss sich ein bisschen durchlesen und dann, Mhm. da habe ich auch manchmal schon Kritik für gekriegt, aber ja, ich finde halt, dass wir unsere Ressourcen nutzen müssen. Ne? Ja. Also Ja. unser Nähvorrat ist voll und dann Mhm. will ich eigentlich auch, ja, oder wie kann ich eine Verlängerung bauen, die cool Ja. ist? Ja, Ja. wenn das Stück, was ich habe, zu kurz ist. Also Ja. ich will schon, dass man alles nutzt und es kommen auch noch mehr Schnittmuster jetzt raus, dass man kleine Sachen nutzt und ähm, ja, genau. Ganz, ganz spannend, ganz, ganz spannend. Aber es spricht dann ja auch deine Zielgruppe an, also die Leute, die dann upcyclen wollen, glaube ich. Und mir geht es so, ich habe Upcycling immer mal gemacht, aber glaube ich noch nie so ganz bewusst im Sinne von Mhm. wirklich reinzugehen und zu gucken, was habe ich denn alles? Und Ja, nicht, okay, habe ich nicht, kaufe ich, ne? Sondern wirklich ja, nochmal zu schauen, was gibt es was habe alles? ich? Ja. Und es ist Und wirklich, es, genau, es muss auch gar nicht immer nur Jeans sein. Ne? Jetzt zum ja, Beispiel, ich habe einen Topflappen drin und wenn mein Mann zum Beispiel alte Pullover, mhm, Wollpullover weglegt und die sind wirklich schon oft geflickt, die gehen nicht mehr, die kann mhm, er nicht zur Arbeit anziehen. Ne? Pack die in die Waschmaschine, ist die tollste Isolierung. So was Tolles kannst du gar ja, nicht kaufen, weil es ist so dicht gefilzt. Ne? Einfach in eine ja, Waschmaschine mit rein, in den Beutel, das ist nicht alles fusseln. Und es gibt so tolle Materialien, die wir einfach zu Hause haben und sonst wegwerfen würden. ja, Ne? Und in meiner Anleitung steht dann auch, und du kannst, wenn du das hast und das, dann kannst du das auch nehmen. Ich will nicht, dass die Leute sich was kaufen müssen. ja, Natürlich gibt es auch Anleitungen, da muss man vielleicht mal eine Sache kaufen. Oder zum Beispiel Reißverschlüsse. Ne? mhm, Wie kann ich die kürzen? Ne? Ich mhm, hab's, und das ist ja nach meinen 30 Jahren, ich nähe für die Firma was und für die Firma was. Da liegen so viele Sachen, die sollen ja, alle benutzt werden. Ne? ja, ja, Genau. Und ich weiß ja nicht, was du jetzt da im Schrank hast, aber ich will, dass du das dir nicht extra kaufen musst. ja. Oder so wenig wie möglich. Ne? Ja, Genau. ich kann tatsächlich, also für mich war das so ein bisschen so ein Mindset-Shift, muss ich tatsächlich sagen, im Sinne von, ich bin das erste Mal wirklich hingegangen und habe geguckt. Und auf einmal dachte ich, ah ja, das ist mir zu klein. Und habe mal bei meinem Mann und bei meiner Tochter geguckt und die Jeans zeige ich euch, mit der nähe ich, wo mein Mann sagte, ja eigentlich, die trage ich schon seit 10 Jahren, die ist geschrumpft. Ne? Mhm. So. Also es ist Sachen, die wir wirklich im Schrank liegen haben. Ich dachte auch, oh, die Bluse kann ich noch nehmen. Stimmt, die habe ich schon ewig nicht mehr angehabt. Und was würde ich jetzt damit machen? Wahrscheinlich würde ich sie in den Altkleidersack stecken. Oder, aber der Stoff ist schön. Also den Stoff Mhm. kann ich wirklich noch nutzen und nicht nur für, also es ist alles Webware, sind alles gute Stoffe auch, sind Stoffe, mit denen ich auch gerne arbeiten würde. Und Mhm. das fand ich urspannend, weil, wie gesagt, ich nähe ja schon lange, ich habe auch schon Upcycling gemacht. Ich finde die Idee ganz toll, aber wirklich dieses ganz bewusste Hingehen und wirklich gucken und um die Ecke denken, das, was du sagst, auch mal vielleicht den Tipp zu kriegen aus deiner Mhm. Anleitung, zu sagen, das kannst du nehmen und das kannst du noch nehmen. Ich dachte, oh ja, stimmt, ne? Also habe ich alles, geht alles Ja. irgendwie, aber ich bin einfach noch nicht drauf gekommen, weil ich es einfach noch nicht weiter gedacht habe. Mhm. Total spannend. Genau, das ist ja auch manchmal so, wenn ich mit einem Schnittmuster anfange, das dauert meistens mindestens ein halbes Jahr, bis ich wirklich alles durchdacht und alle Ideen und so, das dauert. Ne? Ja. Ähm, und ja, also dafür denke ich, ist dann auch so dieser niedrige Preis, den ich eigentlich nehme für mein Schnittmuster. Okay, manche
denkt man mal so, ja, ich muss ja dann auch noch das Schnittmuster kaufen. Aber gut, dafür Mhm. kriegt man ja auch dann eigentlich einen relativ großen Input einfach, Ja. was man alles nutzen kann. Weil ich finde auch, was du gesagt hast, so, es ist sehr, sehr teuer, sich einen Reißverschluss Mhm. zu kaufen. Es ist sehr, sehr teuer, sich die ganzen Accessoires zu kaufen. Ich finde es manchmal auch schön, wenn es alles so stimmig und passt und wir stecken ja auch unsere Zeit da rein, wenn wir jetzt zu Mhm. Hause uns hinsetzen, was nähen. Ne? Das Ja. soll ja auch wirklich dann schön werden oder ich setze mich hin und nähe einfach, sag ich Mhm. mal, was für ein Patenkind oder so, ja, der einfach Auch Spaß hat. ganz schön, ja. Ne? Oder Ja. einfach so dieses, ja, mal so ein kleines Geschenk nehmen. Das habe ich, ne? Das ist einfach Ja. aus einer Hosentasche. Ne? Ja. So, also so dieses, es ist mein Hobby und ich habe das jetzt alles da liegen und deswegen, also es gibt natürlich bei mir auch 100% Jeans-Upcycling-Muster, aber zum Beispiel das Wahlfedermäppchen, die Anleitung, dass man es nicht aus Jeans nehmen muss, ist auch mit drin. Ja, Ja. deswegen werden meine Anleitungen immer so mega, mega, mega lang. Das ist mein Problem. Aber ich finde gerade, und ich bin ja vor allen Dingen in der Taschennäh-Community unterwegs und kenne Ja. mich da vielleicht so ein bisschen mehr aus. Es ist wirklich so, also auch, ich habe ja früher auch Taschen verkauft. Also die Preise, die ich heutzutage einfach zahle für eine Tasche oder für die Stoffe für die Tasche, ist Wahnsinn. Also wenn ich eine schöne Tasche mir zusammenstelle und wenn ich dann überlegen kann, vieles habe ich oder einiges, vielleicht nicht vieles, aber vielleicht die Hälfte habe ich davon zu Hause und kann es eigentlich wiederverwerten oder kann Hm. es nutzen. Oder auch Kleinigkeiten. Wir haben jetzt in dem ersten Technik-Call habe ich zwei Patchwork-Techniken mit reingenommen. Ganz Hm. einfach, aber es Mhm. sieht super Ja, cool aus als Effekt und die Hälfte davon sind eigentlich nur alte Stoffreste, die aber zu ja. klein sind für alles andere, was ich sonst noch habe. Hm. Ich kann sie aber auch irgendwie nicht wegschmeißen, Nee. weil sie auch teure Stoffe sind und auch so Upcycling vielleicht nochmal zu denken. Also die kleinen Reste, was ja viele von uns haben, ne? Oder die Dinge, die halt irgendwie noch rumliegen, die dann doch auch noch zu nehmen und halt nicht nach 5 Jahren zu sagen, okay, jetzt kommen sie doch weg, ne? Jetzt schmeiße ich sie doch irgendwie auf den Müll. Hm. Das ist sicherlich auch nochmal einfach ein spannender Ansatz, auch holistisch gedacht, wenn wir Taschen nähen, wenn wir Sachen auch für Freunde und Bekannte nähen, so vielleicht auch noch was extra zu tun und einfach auch weniger Geld auszugeben für das ganze Material, weil es Ja. ist wahnsinnig teuer geworden. Also in den letzten 3, 4 Jahren hätte ich jetzt Ja. gesagt, sind Stoffe einfach fast unbezahlbar. Ja, ja, das ist einfach so. Eben war auch eine Frage mit der Nähmaschine. Also ich nähe wirklich mit der einfachsten Pfaff, die hat Mhm. kein Schnicki-Schnacki, die ist wirklich schon ewig alt. Braucht man nicht, man braucht eine Jeans, also eine etwas stärkere Nadel. Also es gibt extra Jeansnadeln, die sind etwas gehärtet. Es geht aber auch stärker 80, ab 80 bis 100 und sowas. Ja. Und zum Beispiel auch Nähgarn. Man kann ganz normales Nähgarn nehmen. Wenn die Maschine zum Beispiel noch so eine Dreifachnaht hat, kriegt man diesen coolen Effekt auch mit Mhm. normalem Garn hin. Oder wenn man jetzt auch Garn ist ja ewig, das ist ja irre teuer. Ne? Ja, Spult ja, ja. euch die Farbe, die ihr wollt, nochmal auf eine extra Spule. Einfach nochmal einen zweiten Faden mit einfädeln. Dann ist die Naht etwas dicker und stärker. Brauchst du Ja, nichts extra kaufen. Ne? spannend. So, Wenn, das habe ich auch noch tatsächlich noch nie ausprobiert. Das mache ich auch mal. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ich glaube, das, worauf man so ein bisschen achten muss, ist dann wahrscheinlich zu gucken, dass man halt nicht allzu dicke Sachen in den Nähten hat oder in der Nahtzugabe. Dass man da einfach so ein bisschen plant, sich das nochmal anguckt, auch was möchte ich nähen und wie möchte ich es verteilen oder aufteilen. Und wenn mhm, ihr auch eine ganz einfache Nähmaschine habt, das einfach so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. genau. Ähm, Also hm? bei, ich werde auch noch einen Blogartikel zu schreiben. Also wenn ihr Probleme habt, dass die Jeansnähte zu dick sind, knollt euch praktisch ein Stück Jeans 2, 3 Mal zusammen. Hinten unter den Füßchen legen. Man kann auch sowas, das heißt Hebamme kaufen Genau. Mhm. dafür, aber ein Stück Stoff reicht eigentlich Ja. auch oder sowas. Und manche Nähmaschinen haben dieses Nivellierfüßchen, dieses schwarze Mhm. Füßchen, dann, ne? Oder einfach so ein bisschen mit dem Trenner, also mit der stumpfen Seite, so ein bisschen, ganz bisschen mitschieben. Also es gibt ganz Ja. viele Tricks. Oder vorher die dicksten Stellen einfach innen ein bisschen wegschneiden.
Ne? So, Ja. wenn ich da über eine dicke Kappnaht nähe und sowas. Ne? Also es gibt da auch super viele Tricks, dass Ja. man über diese dicken Stellen drüber kommt. Genau, also Und viele Maschinen machen das auch Und das heutzutage ohne typische Probleme. langsam nähen. Ich hab Ja, immer bei mir dann auch bei den Taschen immer die Frage, wo ich sage, wir brauchen keinen Anlauf bei der Maschine. Sie kommt nicht besser den Berg hinauf, wenn wir schnell nähen. genau. Und wirklich das Handrad immer mal. Also ich mache das Ja. oft bei dicken Stellen, wenn ich eine schöne Naht, gerade beim Topstitching, dass ich wirklich mir das Handrad nehme und langsam durchgehe. Manchmal so noch so ein bisschen hin und her schiebe, wenn ich merke, oh, ich komme nicht richtig Mhm. durch, dass ich die Naht einfach vorankriege und dann den Rest nähe ich dann ganz normal einfach weiter. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so beim Upcycling, das waren so deine größten Learnings oder das ist so das, wo du jetzt so sagst, ah, hätte ich das mal früher gewusst oder das Mhm. sind so die Sachen gewesen, die ich jetzt so mitnehme und bei jedem Nähen auch immer beachte? Mhm. Also, beim Upcycling ist irgendwie, also ich will nichts neu kaufen, aber ein stabiler Trenner ist mega cool. Also den liebe ich wirklich. Also ich Ja. habe mir nicht viel neu gekauft, den liebe ich. Oh, Und was ich euch empfehle, auch beim Taschennähen, was ich ja. wirklich immer mache, wenn ich was entwerfe, nehmt euer Handy, fotografiert das, was ihr macht, wie ihr das zusammenstellt. Das ist wie, als wenn man irgendwie, man kann auch, sag ich mal, sich das hinlegen und einen Tag später nochmal hingehen und gucken, ist das Mhm. wirklich so, gefällt mir das? Man hat so Mhm. einen Blick von der Ferne, wenn man auf ein Foto guckt. Das ja, Ah, hat sich spannend. wirklich, wirklich bewährt, Aha. weil wenn man so passt es wirklich zusammen und es ist so, wenn ich es fotografiere, dann passt es nachher auch immer 100% Das heißt, irgendwie du, so. du stellst es dir zusammen, also du die verschiedenen Stoffe und die verschiedenen Materialien und fotografierst es dir dann Ja, einmal. genau. Also hier zum Beispiel, ja, bei der Tasche, die wir wo Mhm. wir Schnitt verlosen, das ist auch so. Ich lege mir dann die Stücke so zusammen und gucke so, ein Foto machen und ja, muss ich noch irgendwas verschieben? Liegt das gut? Ist es gut Ah, verteilt und so, ja, ne? Weil wenn ich die Tasche ja trage, dann will ich ja auch, dass sie 100% wird, ne? das Wenn ich ist so. meine Das Zeit ist so. investiere. Genau. Uns Oder doch bei, noch mal, zeig uns doch noch mal die Tasche. Dann können wir vielleicht ja, gerade auch schon mal sagen, was man tun genau. muss, um ein tolles Schnittmuster Das von ist dir zu gewinnen. Das ist die Tasche, die kann man in der Hand halten, die kann man Ja. über die Schultern nehmen. Die hat, jetzt siehst du mein Problem. Also das ist jetzt der abgetrennte Bund oder in dem Schnitt ist es auch so, man kann die Kappnaht, also die innere Naht der Hose, kann auch als Henkel genommen werden. Dann ja, ist das etwas dünner. Ist auch Super abgetrennter Bund schön. zum Ja. Beispiel. Da ist einfach so die Tasche drauf. Dann habe ich noch eine, da ist es mit Stoffresten und einer aufgetrennten Tasche. Mega. Ähm, und hier ist der aufgetrennte Saum. Ja, Ja, also die kann 1 Million Gesichter haben, die Tasche, genau. sieht richtig, richtig cool aus. Ganz, ganz tolles Design. Was muss man denn Danke jetzt dir. machen, um ein Schnittmuster von der Tasche bei dir zu gewinnen? Ja, also du hattest gesagt, bei dir mitmachen, im Live dabei sein, mir ist das, Genau, dann genau. machen wir es doch so. Die Tasche heißt, wenn ich sie mir richtig aufgeschrieben habe, V-Shopper. V-Shape Ja, Shopper. genau, der V-Shape Shopper, genau, das ist Dann machen wir es doch so. Schnittmuster-Test. Die liebe Ute verlost nämlich für euch zum einen, es gibt noch eine Verlosung, 5 von diesen Taschenschnittmustern. Das heißt, alle, die gerne ein Taschenschnittmuster gewinnen würden, können einfach unter diesen Beitrag, und wenn ihr es nachher auch noch nachguckt, geht es auch noch, wir lassen es ein paar Tage laufen, einfach Shopper unter dem Ja, Beitrag schreiben als Kommentar. Und danach geht die Ute hin und lost dann wahrscheinlich, was vielleicht am Dienstag aus. sag du es, das ist Machen wir am beim Dienstag, dann Live. haben die Leute noch Mhm. ein bisschen Zeit, kommentiert Ja, Shopper runter und dann seid ihr automatisch im Lostopf drinne und könnt einen der Schnittmuster der tollen V-Shopper gewinnen. Das sind gerade rausgekommen, ne? Hast du gesagt, die sind ja, ganz es ist neu. wirklich, ich bin gerade an der englischen Übersetzung. Ja, Aber kenn ich. Deutsch ist schon fertig, genau. Und Super. die Produktfotos sind fertig. Und ich kann es ja so ein bisschen anteasern. Es ist nur ein Schnittmuster. Und Mhm. wir drehen das Schnittmuster und danach gibt es die nächste Tasche. Das wird dann praktisch aus dem einen Schnitt
umgedreht nochmal eine andere Tasche. Also so, Mega. ja, genau. Also Super. ja, Sehr, sehr schön. Und es gibt noch eine Verlosung, aber die machen wir ja, ein bisschen später. genau. Nochmal, wenn ihr dabei seid und ihr habt Fragen an die Ute, an j.de, dann schreibt die Fragen gerne in die Kommentare und wir beantworten die jetzt im Laufe des Calls auch gerne immer weiter, immer zu. Wir haben gerade von deinen Learnings gesprochen, Mhm. was du gesagt hast, das ist das, was du so mitnimmst. Gibt es was, wo du sagst, oh, das war mein größter Fail oder das war das da, das ging gar nicht? Ging gar nicht. Habe ich ja gestern geschrieben, das geht nicht, gibt's nicht. Ne? Aber wir kennen alle diese Momente, wo man sich denkt, oi, 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 das hätte ich wissen müssen. Ja, also ähm, bei dem Jeans-Upcycling ist es wirklich so, zu große Teile gehen ja nicht, weil auch wenn ich jetzt, sag ich mal, eine große Hose da habe, der das dann zu Hause hat, das funktioniert dann nicht. Ne? Mhm. Da muss man immer so ein bisschen Abstriche machen. Ähm, also ich glaube, ich erzähle lieber von meinen, was ich alles so gelernt habe. Und zum Sehr gut. Beispiel bei dem Shopper ist es so, eins davon ist auch mit dem Ausfransen. Ne? Mhm. Also kennen das alle, wenn wir in einem Stoffgeschäft sind und die Verkäuferin schneidet ab und zieht den Stoff so auf. Ja, Mhm. also so dieses Ratsch, der Stoff ist N2. Das kann man zum einen nehmen, um wirklich schnell auszufransen, weil Ja. dann die seitlichen Fäden, die liegen Mhm. schon so ein bisschen Mhm. lose. Man Mhm. hat es A perfekt im Fadenlauf. Ne? Ja. Weil man muss ja immer so ein bisschen den Fadenlauf suchen. Und genau. Ähm, Ich habe auch ein Schnittmuster, das ist so eine Friedenstaube gemacht und die Jeans hat ja immer diese blaue Seite und die weiße Seite von Schuss und Faden irgendwie so. Und man muss immer so ein bisschen gucken, auch welche, welche Farbe man dann haben will. Ne? Also für den Shopper jetzt zum Beispiel, Mhm. da habe Spannend. ich alles praktisch mit den weißen Fäden, dass es Mhm. so zusammenpasst. Und es gibt auch natürlich, wenn ich jetzt Jeans habe, die hat einen großen Elastananteil und sowas. Ne? Mhm. Man muss immer ein bisschen gucken. Je größer der Elastananteil, je schwieriger ist das mit den Fäden. Ja. Also so dieses Learning. Ja, ich muss auch ein bisschen gucken, was habe ich da, aber da habe ich auch geschrieben jetzt in dem neuen E-Book, das kann ich ja gleich verraten. Also habe ich jetzt zum Beispiel einen Rest von der dünnen Jeans, dann bügele ich da ein bisschen Gewebeeinlage drunter, Ja. dann passt es zusammen mit der schweren Jeans, die aus 100% Cotton ist, ne? Die Mhm. Winterjeans, die aus 100% Cotton ist. Super gut. Dann kann ich die gut kombinieren. Ne? Mhm. Und also ich hasse ja wirklich eigentlich Einlage. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ne? Wenn man so diese feste Einlage und dann knuckelt die, ne? Und dann wird die nicht schön. Ähm, aber mit Gewebeeinlage kann ich mich arrangieren. Ah, spannend. Okay, ja. Ja, genau, Das heißt, genau, deine Taschen haben dann in dem Sinne, du hast gesagt, bei der anderen Tasche ist SnapPep drin. Ich nehme dann auch an als genau. Stabilisation, weil viel Ja, mehr braucht es ja als, nicht. als, als nachhaltige Stabilisation, da ging es Ja. darum, was kann ich reinmachen, um es nachhaltig zu machen. Und ich habe es mit Flisofix, klar, das ist jetzt kein nachhaltiges Material, aber der Rest, sag ich mal so. Ne? Ich Ja. muss es irgendwie verbinden. Und ja, das ist manchmal so. Man kann natürlich auch eine Wattierung drunter legen und das mit Mhm. den Steppungen machen. Aber ja, ne, das ist auch eine sehr, sehr schöne Mhm. Möglichkeit. Das ist eben, was man da hat. Ne? Aber Mhm. wenn man so verschiedene Jeans kombinieren muss, ja. Und das wissen wir ja selber, eine Jeans, die viel Elastan hat, die sollte Mhm. man halt wirklich nicht in den Trockner tun. Ne? Mhm. Dann kommen diese furchtbaren Wellen. Mhm. Ja,
Genau, also lieber so trocknen. Ja, Das ist halt, fast alle Jeans haben heute Elastan. Wenn ja. sie nur 1% haben, geht es sehr, sehr gut. Haben sie 10%, muss man wirklich gucken, weil man will ja Mhm. was Langfristiges so nähen, irgendwie Ja, so, was lange hält. Bin ich auch schon immer mal gefragt worden, ja, man kann das verarbeiten. Es kommt auch wirklich immer so drauf an, für mhm. was. Ne? Ja. Irgendwie so, das ist wirklich Mhm. so. Und ja. Was für Einlagen nimmst du da genau? Ich weiß, viele sind immer ganz genau interessiert, auch was es dann für eine Einlage ist. Also wie heißen die? Ja, also ne, ich habe jetzt von Flieseline eine ganz normale Gewebeeinlage, da gibt es nicht so viele, eine Ja, dünne Gewebeeinlage, die aufbügelbar ist. Und ja, beim Aufbügeln, ne, das ist ja auch, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit Fliesofix und mein absolutes Learning ist, macht euch wirklich, wie es in der Anleitung steht, ein kleines Stück irgendwie dünnes Baumwollstoff ja, wirklich nass machen, feucht machen ja, und wirklich dann hält das. ja, ja. Ne? Also Das ist, ja, ja, ich die bin ja Zeit. riesen Fan von den Bügelpressen zum Fließaufbringen. Von Ja, denen auch, wo du wählen kannst, hast du es trocken oder kannst du den Dampf mit einschalten, weil genau das ist der Punkt. Also du brauchst für gewisse Fliese brauchst du einfach diese ja, Feuchtigkeit, um sie aufzubringen. Wobei mein Learning jetzt auch so ein bisschen war bei den Jeans, gerade die mit einem größeren Stretch-Anteil, das hat für mich nicht gehalten. Also das ist einfach gerade bei Taschen auch, die halt dann doch hin und her geruckelt werden viel. ja. Ähm, Fand ich es etwas schwieriger. Hab mich dann tatsächlich persönlich eher dafür entschieden, entweder das Vlies halt einzunähen, Mhm. oder halt wirklich auf das Futterteil, wo ich dann vielleicht Baumwolle genommen habe, dann einfach dort, also weiß den Runo Fix 140 oder halt auch die H250 einfach Mhm. aufzubügeln. Und dann habe ich es nicht im Außenteil oder nicht im Stretch-Teil und es bleibt genauso schön. Ja. Ja, genau. Und einfach auch vielleicht ein wirklich stabiles Futter nehmen. Also dieser Shopper, den ich habe, der kann auch als Wendetasche genommen werden. Und wenn man so fürs Innenteil einfach noch einen stabilen Reststoff irgendwie sowas hat, also man Ja. kann natürlich auch äh, zweimal Jeans ist auch super irgendwie so, aber so, wenn man will, dass es wirklich sehr schön stabil ist, ja, dann. Ja. Jetzt habe ich gerade noch jemand, ähm, Hasepups schreiben. Das ist so ein schöner Name. Ihr werdet lachen, ich nutze oft Putztücher zur Stabilität. Ja, ja, perfekt. Oh, Spannend. ich hab noch einen Tipp für euch. Hat mir eine Probenäherin gesagt, pass auf, Mhm. wenn man ein Bügelbrett hat, man tauscht ja Mhm. immer mal praktisch die Auflage Ja, aus. Und das ist so ein geiles Material für die ja, spannend. Stabilisierung von Taschen. Das ist so genial. Das Ah, liebe ehrlich? ich. Ja, auch für die Mary-In, wenn die innen so stabil Ja. sein soll. Ne? Also Bügelbrettauflagen, die man Mhm. so rumspannen kann, Ja. nie mehr wegschmeißen, ist so ein tolles Zeug. Ah, super. Ah, okay. Das passt sehr gut. Ich habe mir jetzt gerade als nächstes Projekt überlegt, dass ich brauche unbedingt auch was für mein Bügelbrett, ob ich mir da was nähe. Aber das ist ein super Tipp, den werde ich mir merken. Vielen Dank. Ja, das ist wirklich, ich liebe solche Tipps, ja, weil man kann sich gar nicht alles alleine ausdenken, deswegen ist es immer gut, mit anderen zu teilen. Ne? Genau. Stoffzauberei, HV schreibt, ich bügel das H250 auf Stretch Jeans, damit der Stoff sich nicht dehnt beim Ja, Zuschneiden und Nähen. ja, Ah, das heißt gar nicht wirklich zur Stabilisation, sondern um es besser verarbeiten zu können, wenn der Stoff dann stretchy ist. ja, genau. Also das ist wirklich, also man kann natürlich auch mit diesem Stretch arbeiten. Ne? Ja, Also meine Maschine hat auch also diesen Jersey-Stich. Man muss immer ein ja. bisschen gucken. Oder man nimmt, also wenn man zwei Sachen zusammennimmt. Ich nähe jetzt eine Mhm. feste Baumwolle mit einem Stretchteil, näht von der Baumwollseite aus. Mhm. Dann schiebt ihr einfach mit und macht Mhm. nicht dieses Schieben. Und wenn er Ja, geschoben hat, im Nachhinein und auch vorher immer bügeln. Bügeln ist wirklich der wichtigste Job ja. bei den Ich habe Taschen. so das Gefühl, das kommt auch so ein bisschen auf den Transport an. Also ich habe ja auch mehrere Maschinen und bei der einen Maschine ging auch eine recht stretchy Jeans recht gut zu nähen. Ich habe die Fadenspannung ein bisschen angepasst, ein bisschen Mhm. lockerer gemacht. Das ist halt nicht ganz so mir Welt. Und bei der anderen Maschine war es einfach Katastrophe, muss ich Ja. sagen. Also von daher, ich Mhm. musste wirklich so ein bisschen gucken, auch wie es einfach, glaube ich, transportiert dann. Also wie gut der Transport ist, wie gut es weitergezogen wird. Und sonst sind das super Ja. Tipps.
Fedis Kreativbuch schreibt, ich presse gerne mal Stretch Fix auf den dehnbaren Jeans und dann G700. Ja, Mhm. super Tipp. Ja, Ja, G700 spannend. scheint sehr gut zu Kennst sein. du Jeans? Ich kenne G700 gar nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist auch eine, na, wie sagt man? Eine Gewebeeinlage, ne? Wenn es geht, ja, wahrscheinlich. Vielleicht Schreibt doch mal könnte jemand, was nochmal was G700 rein ist. 100 ist. Ich Genau. kenne es nicht. Ja, ich kann jetzt parallel den Rechner. Mein Mann hat gesagt, das geht nicht mit Rechner noch nebenbei. Das mache ich jetzt nicht. Multitasking. Ja, Ähm, sehr gut, gut. wer einen Obertransportfuß hat, Ja. natürlich, Obertransport ist natürlich immer super, auch gerade bei den dicken Stellen. Also je dicker es dann wird oder auch je hobeliger es dann wird, ist der Obertransport natürlich super, um das Ganze zu transportieren. Ähm, Genau, da war eben auch nochmal bügeln ist das halbe Nähen. Es ist wirklich, wirklich wahr. Ich mache auch in meiner Anleitung immer so Bügelzeichen, ne? Bügeln, bügeln, bügeln. Ich kann es nicht immer schreiben, sonst werden ja, die Leute wahnsinnig, aber das ist genau. ja. Nein, es ist Ja, so, es ist wie bei allem, auch beim Taschennähen. Es ist einfach eine gebügelte Naht, ist einfach deutlich schöner und besser, wenn man es kann, wenn halt nicht andere. Also bei Upcycling ist es natürlich super, weil ich kann es eigentlich immer bügeln, außer ich nehme natürlich Materialien jetzt wie Milchtüten, die dann mir drunter schmelzen. Oder wir haben jetzt auch ja. noch einen Technik-Call, der kommt wo ich verschiedene Verpackungen teste. Da war dann auch immer Mhm. das Ding, durch das Wenden und so weiter wurde es dann doch recht krumpelig. Das war gar nicht schlimm, weil es hat recht cool zum Look gepasst. Aber es ist natürlich, ja, dann Ja, nicht möglich, das Ganze das dann stimmt. schön unter die Nadel zu kriegen als solches. Und man muss dann wirklich ein bisschen drücken und rollen mit seinem Roller, bis die Nähte dann Mhm. richtig schön Das ausgefeilt stimmt. sind. Ja, das ist das Spannend. Schöne bei dem Snap-Pad. Das kann man ja Ja. wirklich nass machen. Und super schön wenden. Ja, ich habe tatsächlich früher recht viel mit SnapPep gearbeitet und jetzt ganz, ganz lange nicht mehr. Ich hatte auch eine Zeit lang mal, das fand ich sehr cool für Gurtbänder und so, das Rehleder, das recycelte Leder, was Ja, mit dem Kautschuk zusammen gemacht worden ist. Da habe ich auch noch ja. einiges bei mir zu Hause. Das muss ich mal wieder hervorholen. Aber auch als Materialien zum Nähen, auch gerade für Anfänger vielleicht ganz, ganz einfach zum Fernnähen, auch zum Zuschneiden, zum Anwenden, franzt nicht. Und ganz, ganz schöne auch Labels oder einfach schöne Accessoires, Mhm. die man damit machen kann. Ich habe dann auch manchmal so einfach ausgeschnitten, eine Runde im Plotter und habe mir dann was drauf geplottert, ein Loch reingemacht und so als Anhänger zum Beispiel genommen. Sieht auch super cool aus und passt super auch zu allen Upcycling-Projekten. Ja, man kann auch eben die kleinsten Schnipsel noch Ja, super nutzen. Ne? Also wirklich, das ist wirklich, wirklich toll. und Das wofür macht ich es dann ihr. tatsächlich viel genutzt habe, ist, wir haben es vorhin von der Hebamme gehabt, von den Stoffresten, mir Ja, hinter die Maschine zu ja. klemmen. Weil da habe ich richtig guten Stand, da muss ich nicht erst knüllen und es irgendwie da reinfiddeln, Mhm. sondern es ist wie im Grunde wie eine Hebamme, wie eine günstige und habe mir dann auch wirklich so Streifen zugeschnitten einfach nur und habe sie dann zum Teil einfach an die Seite des Nähfußes beim Topstitching gelegt, Mhm. so dass ich wie eine Hebamme aber die ganze Linie entlang habe und damit eine wirklich, wirklich schöne Naht hinbekommen habe. Und dann brauche ich praktisch also keine extra Hebamme kaufen, sondern kann es einfach nutzen als solches. Ja, das meiste geht wirklich ne? Also es gibt Ja, ja, man braucht nicht alles kaufen. nein, es ist so. Sehr, sehr spannend. Auch mit deinen Schnittmustern, dass du da wirklich Anleitungen gibst, wie du sozusagen neue Sachen oder alte Sachen neu nutzen kannst und mit reinarbeiten kannst, was ja im Grunde genau dieser Upcycling-Gedanke in sich ja ist, halt nicht für ein Projekt neue Sachen zu kaufen. Nee, genau. Und das ist ja auch, ich meine, alles wird teurer und die Jeans an sich ist ja schon auch wirklich so ein Kleidungsstück, was Mhm. so viel Liter Wasser braucht, so viel Chemie. Das ist so, ne? Und mein Mann hat mir jetzt was auf den Tisch gelegt. Es gab einen neuen Zeitungsartikel, auch ähm, das Wegwerfen von Kleidung wird jetzt ein bisschen reglementiert Mhm. oder neu gedacht, dass man das einfach nicht in Müll schmeißen. Mhm. Nun sind die Fast Fashion Sachen natürlich nicht so zu nutzen. Das heißt, also ja,
Hm. fragt auch in der Verwandtschaft, Bekanntschaft rum, wer noch Jeans liegen hat, irgendwie Ja, so. Ich habe natürlich jetzt, krieg nicht mehr so viele so, aber es gibt auch tolle Läden. Hier bei uns zum Beispiel gibt es einen, da kann ich die kaufen. Das Geld geht hm, an die Tafel und die Jeans werden einfach das ist super. verarbeitet. Ne? Ja. Also da kann man auch immer mal oder man ja. Ja, und es ist wirklich auch so, ich finde, also auch Secondhand-Läden, es gibt so viele coole Secondhand-Läden und da gibt's dann auch immer mal so ein, ich sag's jetzt mal, so eine Ramsch-Ecke, also bei uns Hm. zumindest, wir haben einen ganz, ganz coolen Secondhand-Laden, die auch mehr so, sag ich mal, noch wirklich gute Sachen haben und dann gibt's aber auch eine Ecke von Sachen, wo vielleicht was dreckig ist oder wo was eingerissen ist. Hm. Sind wir ehrlich, die wahrscheinlich keiner mehr kauft, ne? Ja. Und da habe ich, dann kriegst du eine Jeans, auch eine große Größen, wo, gerade wenn wir Taschen reden, Ja. größere Taschen, brauchen wir natürlich größere Jeans, um mehr Material zu haben oder auch verschiedene Jeans, um dann zu kombinieren. Und wirklich für, weiß nicht, bei uns jetzt in der Schweiz für 3 Franken einfach eine Jeans zu kriegen, die sehr, sehr wahrscheinlich weggeworfen wird. Ich nehme auch an, die kommt nicht mehr auf den Kleidersack. Ich habe jetzt letztens eine rausgeholt, die ja, also anziehen würde die wahrscheinlich so keiner mehr und auch kaufen würde die so keiner mehr. Aber das fand Mhm. ich eine sehr, sehr coole Idee für wirklich wenig Geld, dann auch einfach da nochmal zu gucken. Auch gibt es da Sachen, die ja nicht nur noch gut sind und die man verkaufen kann, sondern gibt es auch dort Sachen, die dann nicht mehr gut sind und die es dann wirklich nur noch zum, in Anführungsstrichen, nur noch zum Ja. Nähen schaffen. Und dann habe ich ja da auch wieder was getan für. Genau. Flohmärkten wird gerade geschrieben, genau. Genau. Kriege ich das? Genau. Wie sieht's denn bei dir jetzt so zukunftsmäßig aus? Was ist denn geplant bei j.de an Upcycling oder an neuen Ideen? Dürfen wir da schon was von hören? Oder ist es Top ähm, Secret und hm, ihr müsst alle Ute folgen, damit ihr es mitbekommt? Das sowieso. ja, das sowieso, genau. Ja, das habe ich jetzt nicht mit hochgenommen, aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich habe eins der nächsten Schnittmuster, Mhm. das wird, da muss man wirklich eine Jeans nehmen. Das wird ein Faultier, wo man praktisch äh, jetzt, wenn Kinder so ihre dreckigen Klamotten sortieren sollen, kann man so hinhängen und das Ja. kann das einfach so aufnehmen oder es kann mit zum Camping, ne? Das ist ja ein Outdoor-Tier, Ja, es lädt im Wahnsinn. Outback, genau. Und genau, da nutze ich mal wieder die komplette Jeans, die man wirklich nehmen muss. Genau, da hatte ich auch so ein also ich liebe ja auch, wenn so Augen, also so schwierige Sachen, jetzt zum Beispiel, ne, wenn man das einfach Mhm. nur so mit 2 Druckknopffarben ganz schnell Ja, machen kann, ne? ja, Dass es für alle irgendwie leicht wird und da habe ich auch jetzt eine neue Idee mit Jeansnähten, so dass es wirklich ein sehr schön spannend. plastisches Auge gibt, Ja. zusammen mit der runden Hosentasche. Mhm. Und genau, das wird auch eins der nächsten, aber bei mir ist es wirklich so, die ich alle schreiben und veröffentlichen müsste. Ich kenne das. Also, Ich genau, habe das ich hab ja ist, so, ich hab so ein kleines Stammteam und denen kündige ich immer mal was an und ich entschuldige mich auch hier in aller Form. Und nächste Woche sieht es ganz anders aus, weil ich sage, ja, ich muss das noch und hier, da habe ich jetzt Lust zu und das würde ich jetzt gerne noch oder die Idee hatte ich noch, kenne ich gut. Weihnachten steht vor der Tür. E-Books, die ich vor 2 Jahren veröffentlichen muss und übersetzen muss, liegen auf dem Schreibtisch. Genau. Nee, also bei mir steht an, ich will sehr viel mehr auf meinem Blog noch schreiben, um die Mhm. Tipps noch, also mein eigener Shop ist ja wirklich ganz, ganz neu. Mhm. Genau, da sollen ganz, ganz viele Tipps draufkommen. Deswegen, ja, folgt mir auch so gern immer mal auf meine Seite gucken. Da gibt es immer wieder neue Sachen und Tipps. Das muss ich noch mehr einfach so, ja, nicht nur in meinen Schnittmustern reinpacken. Und es wird nach wie vor auch meinen Etsy-Shop geben, weil das ist die Möglichkeit, weltweit zu verkaufen. Und das Mhm. ist immer noch ich finde es einfach krass, wenn es irgendwo auf der Welt, nur meine Kinder kriegen immer noch WhatsApps, Nachrichten, so, wenn es irgendwie so, ja, ein Schnittmuster nach Bermuda verkauft wurde oder so. Sehr, Wir sehr haben ja mal cool. eine Weltkarte
geschenkt, die hängt in meinem Arbeitsraum. Oh, Und okay. da wird immer mal so Stempel drauf gemacht. Das ist irgendwie so, ja, immer noch Ganz, ein ganz, Highlight. ganz süß, ganz schöne Idee auch. Vielleicht nochmal auch für die, die dazugeschaltet sind. Magst du kurz nochmal den Shopper zeigen? Die Ja, Ute ja, belost nämlich natürlich, genau. Das 5 ist Schnittmuster das vom neuen von dem, Shopper. ja, Genau. genau, das ist so, wie er einmal aussehen kann oder wie gesagt auch nochmal mit der inneren Kappnaht. Die wird dann hier am Rand verarbeitet. Die geht einmal ganz rum, die ist der Rand und ähm, der Henkel, genau. Sehr, sehr cool. Und ja, genau. Und wer mitmachen will, kommentiert Shopper einfach Mhm, jetzt als Kommentar unter den Beiträgen. Und du hast sogar noch eine genau. Verlosung mitgebracht. Und die können wir Genau, gerade ich noch habe noch eine öffnen. Verlosung mitgebracht. Ich bin immer mal in Zeitschriften drin und hier ist ein Turnbeutel und ich liebe ja Wale. Also das ist ein Hosenbund, Oh, ne? mega. Und man kann einfach diese Nähte so super toll als Wellen einfach Ja, interpretieren und man muss sie in einer bestimmten Form schneiden. Genau, also das ist auch ein super cool. Learning. Ne? Nutzt bitte diese fantastischen Nähte nicht wegschneiden. Ich sehe immer so viele YouTube-Videos, wo Mhm. alle immer die Nähte wegschneiden. Da kriege ich Tränen in den Augen. Genau. Oder mal die Rückseite der Jeans, die Ja, ist ja meistens hell, die kann ja, man super als Himmel nehmen. Und oh, jetzt sind schön. wir wieder dabei, dass ich zu viele meine Schnittmuster mache. Dieses ist jetzt ein Band, da ist so Reflexmaterial drin. Ich Mhm. will, dass wenn die Kinder die Turnbeutel benutzen, auf dem Ja, Schulweg gesehen ja, werden. Ne? Auch bei dem einen, da sind dann so Sterne ausgestanzt und mit Flieseflix drunter genäht. Und da gibt es eben ganz verschiedene Tipps. Wie kann man das machen? Einfach und schnell, ohne dass es mhm. jetzt aufwendig ist. Und das ist eben auch was ich aus meiner Zeit als Designerin gelernt habe. Ja, Mhm. also man muss natürlich sehen, dass Sachen, die für Kinder genommen werden, da muss das da dran. Ja, das ist Ja, selbstverständlich. Das ist ja, ja. kann ich mal und ja, sowas noch mehr einfach auch oder aber was ich auch noch machen möchte, das passt jetzt noch nicht zu dem Jeans-Upcycling, weil ich kriege auch immer die Krise, wenn Kuscheltiere aus Jeans genäht werden. Babys Ja, nuckeln da dran. Das ist nicht mhm. gut. Ne? Ja, Man will ja nicht fies sein, aber es ist nicht gut. ja, Da muss man wirklich Stoffe kaufen, die für Babys Produkte mhm. zertifiziert sind, weil die Ja, sind getestet, dass da wirklich kein Schadstoff drin sind. Natürlich sind die Jeans häufig genäht, also gewaschen, da ist schon viel raus. Ne? Also ja, aber mit was das alles aber behandelt wird, das ist, das ist nicht gut, genau. Also ja, da wird es immer mehr Blogartikel geben, deswegen, ja, also ich, auf Makerist hatte ich die, glaube ich, auch noch, die Schnittmuster, aber ja, mhm. man kann nicht alles schaffen, so diese kleinen Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, wo auch ganz viele Tipps drin Mhm. sind, wie kriege ich das kindersicher genäht? Also Mhm. eben nicht einen Knopf dran nähen, Ja, ne, sondern einfach wirklich Sachen, die nicht abgehen. Es gibt solche Sicherheitsknöpfe, die man kaufen kann. mhm. Und ja, ähm, Ja, ja, ganz spannend. solche Sachen. Da komme ich gleich auch nochmal auf dich zu. Ich habe nämlich auch noch ein Projekt aus privatem Liegen, was kindersicher sein muss. Da können wir uns dann vielleicht nochmal absprechen. Ja, Wenn gerne, gerne. ihr, wenn ihr das Heft gewinnen wollt, Ja, noch dazu, dann kommentiert nochmal mit Taschen vielleicht drunter. Dann kriegt ihr 5 Stück, glaube ich, hast du. ja, Äh, genau. Ihr könnt auch bei J dort vorbeigucken und bei mir ach stimmt, du hast es auf der kommentieren, genau. Instagram-Seite, ne? Genau, Entschuldige. nee, Ja, also ihr könnt ja auf die Tasche, dann das kriegen wir ja. raus. Klamüsert, alle machen mit. Genau, die Aktion läuft noch bis Sonntag, Super. Mitternacht. So, genau, da sind dann natürlich auch noch andere Schnittmuster dabei und alle, die jetzt, sag ich mal, gewinnen, kriegen das von mir auch nochmal als Datei, weil in so einem Heft natürlich nicht alle Tipps drin Ah, sein können. perfekt. Wow, Ne? okay. Also das ist einfach so, das ist dann zu schade. Ne? Dann kriege ich von euch die E-Mail dazu und das geht nochmal so als E-Mail raus, weil da sind Ja. so viel mehr Tipps drin. Das kann in so einer Zeitschrift ja nicht sein. Das ist klar. Ne? Aber genau. Wer sich Beides, das ja, Urlaubsfeeling mit dem Wahlflösschen nähen will mega cool, oder mega coole irgendwelche Sache.
Kids sich freuen oder für an Strand oder Sachen sammeln oder ja, macht einfach immer Spaß mit den Kids. Meine sind leider groß. Sehr, sehr cool. Wir würden so langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ute, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei bist. Recht Ja, spontan. Ich habe dich gerne. angeschrieben. Wir kannten Ja, uns gar nicht und du hast gesagt, ja klar, nee. mache ich, bin ich Mein dabei. erstes Live, genau. Genau, unser beides erstes Live, wirklich so. Ja, ja, hat Von wirklich daher, Spaß gemacht. vielen, vielen Dank. Ganz, ganz tolle Sache, die du da machst. Ganz, ganz Danke schöne dir. Schnittmuster. Ich kann sie wirklich nur empfehlen, das sage ich aus ganzem Herzen. Ganz detailliert, Danke. super schön. Ganz, ganz viele Tipps und Tricks auch zum Taschennähen, wer auch gerne Taschen näht. Und nicht nur Accessoires, also du hast zwei ganz, ganz schöne Taschen, jetzt auch mit dem neuen Schnittmuster so rum. Danke dir. Ganz, ganz spannend, deine Geschichte zu hören und zu hören, was du so machst und was du so gelernt hast. Wir sind hier im Rahmen der Upcycling-Wochen. Das heißt, wir haben gerade 2 Wochen mit 900 Teilnehmern, die Sehr täglich E-Mails cool. kriegen, die jetzt gerade das Schnittmuster von mir, die Boxy-Bag Frieda, auch bekommen haben. Das ist auch ab heute für alle anderen ersichtlich und nutzbar, kaufbar als solches. Und in den folgenden Wochen folgen auch die Live-Technik-Videos, die ich gemacht habe dazu, mit ganz vielen Themen rund ums Upcycling, was wir vorhin hatten. Wie plane ich ein Projekt? Was brauche ich alles, wenn ich eine Jeans upcyclen will, zu verschiedenen Methoden und verschiedenen Stoffen, die ich für euch teste, wo ihr reingucken könnt, wo ihr ausprobieren könnt anhand der Boxy-Bag und dann gerne nachnähen und natürlich auch gerne von Ute Schnittmuster nähen könnt und die auch ganz, ganz gerne teilt, würde mich sehr freuen. Folgt auf jeden Fall Ute, auch auf Instagram j.de. Schaut euch ihre Genau. Schnittmuster an, die sind wirklich schön, die kann ich empfehlen. Und damit sage ich Tschüss und bis Ja, bald. Vielen Dank, Ute. War ganz, ganz schön. euch mega viel Spaß die nächsten 2 Wochen. Dankeschön. Ich gucke vorbei, was ihr alle macht. Finde ich cool. Ja, unbedingt. Ja, ganz cool. Und wir Alles bleiben klar. in Kontakt. Ja, Und danke kommentiert euch. gerne, ob es euch gefallen hat, vielleicht auch. Und was ihr, wenn ihr Fragen habt noch an Ute, Entschuldigung, noch kurz zum Schluss, dürft Ja, ihr alles gerne unter das Live stellen. Ich ja, setze es auch gleich absolut. nochmal auf Instagram und auch auf YouTube. Und Ute wird sicherlich auch nochmal reingucken. Ja, natürlich, absolut. Euch viel Spaß und immer Fragen. Dankeschön. Macht's gut. Schönen Ja, Tag euch allen. jo, Tschüss. schönes Wochenende. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.